Hoffentlich gibt das kein Rindergulasch. Ein kleiner Flug über die Landstraße und damit ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Ja, wir werden uns heute hier weiter an diese Stelle dran machen hier. Wir haben hier sehr viel zu tun. Das wird alles überarbeitet hier, was ihr hier gerade seht. Hier unten ist meine Lightsticks-Technik und da möchte ich gerne eine 10 kV-Station passend drüber bauen natürlich. Hier zwischen den Gleisen muss alles bearbeitet werden. Hier oben auch und vielleicht auch die Felsen hoch. Das werden wir sehen. Bleibt dran, dann wisst ihr mehr. Das Fundament der 10 kV-Station habe ich hier schon mal vorbereitet. Natürlich ist das Gebäude von dieser Seite aus offen, damit ich meine Lightsticks-Technik bedienen kann. Das ist ganz klar. So, und hier ist schon das Gebäude ganz einfach gehalten mit 2 schwarzen Querstreifen drin, um das Ganze so ein bisschen zu unterbrechen. Dach ist abnehmbar, ja, und von hinten, wie gesagt, offen, damit wir das Ganze dann hier drüber stülpen können, hier über diese ganze Technik. Das Ganze ist auch nur aufgenoppt auf Jumperplates, sodass wir diesen ganzen Teil ganz schnell auch wegnehmen können, wenn wir irgendwelche Technik erweitern möchten oder wie auch immer. Ja, hier sieht man auch einmal die Technik von Lightsticks, klasse zu bedienen von dieser Seite. Und jetzt müssen wir hier so ein bisschen grün drumherum machen um das ganze Gebäude. Da ist noch einiges zu tun hier, aber das kriegen wir schon hin. Und wir müssen auch dieses kleine Loch hier verdecken, wo das Kabel von Lightsticks herläuft. Aber das klappt schon alles. Also, auf geht es. Das Ganze ist natürlich wie immer eine ziemlich mühselige Sache. Alle möglichen Farben sind hier drin. Hellgrün, normales Grün, dunkelgrün, olivgrün, als Blüte oder auch als Blatt. Ja, aber ich habe einfach Spaß dran. Mir gefällt das einfach, das alles so fertig zu begrünen. Ja, und wenn das alles fertig ist, sieht es ja meistens zumindest auch einigermaßen gut aus. Was meint ihr dazu? Wir schauen uns das Ganze mal von dieser Seite einmal an und hier, guckt mal, ich habe hier die Schienen so leicht angedeutet. Kann ich immer passend die nächste Schiene drüber schieben. Ja, ich denke, ich habe das ganz gut begrünt hier, wie immer, sehr kleinteilig und ich glaube, das sieht einigermaßen gut aus. Diese 10 kV-Station ist jetzt sehr gut mit dem Grün eingefasst. Ja, und jetzt heißt es hier, zwischen den Gleisen weiterzumachen und da ist auch richtig viel zu tun. Vielleicht der Berghang, mal sehen, aber erstmal das Grün. In diesem Baufortschritt war es schlecht möglich, die Kamera passend aufzustellen, aber ich habe hier schon mal den Überweg gemacht und habe somit dann halt die Gleise auch verändert. Ich denke, ich habe das so einigermaßen klasse hinbekommen hier mit den Slopes. Jetzt muss gleich noch der Zaun verlängert werden, die Begrünung muss verlängert werden, damit hier letztendlich dann die Kühe hier wunderbar drüber gehen können. Ja, so mein Ziel. Ja, wird alles nicht so einfach werden. Kommen wir hier erst einmal zum Zaun, so habe ich mir das Ganze einmal gedacht. Hier ein Stück Zaun, da ein Stück Zaun, dann hier hinten entlang und dann diese beiden Türchen hier, wo dann letztendlich die Kühe über die Gleise gehen können. Ich gehe mal ein bisschen näher dran, damit ihr es sehen könnt. Es ist an einer Noppe fixiert hier, das heißt, das Ganze ist ziemlich filigran. Ja, und ich denke, so sieht das nicht schlecht aus. Dumpti, 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 dumm und dann können sie drüber gehen. Ich glaube, das ist doch gar nicht ganz so schlecht. Hoffentlich gibt das kein Rindergulasch. Jetzt werde ich das Ganze hier zwischen den Gleisen noch ordentlich bearbeiten und auch hier vorne mit dem Grün mal gucken, wie ich das mit der Ecke hier unten mache. Aber letztendlich, ihr seht, es ist noch einiges zu tun. Auf geht es hier zwischen den Gleisen mit dem Grün, mit der grünen Gestaltung. Ja, und dazu muss ich natürlich immer wieder den Zaun kurz anhalten, kurz wieder weg, weil ich noch einige Noppen darunter habe, die ich unbedingt belegen muss, sonst komme ich da schlecht hin. Es ist ein bisschen nervig, alles hier immer alles hin und wieder wegzulegen, aber letztendlich, ihr wisst ja, es soll gut aussehen und deshalb müssen wir das tun und es ist aufwendig, ja, es ist sehr aufwendig, aber nun gut, so ist das halt im Leben. Jetzt werde ich jedoch zuerst die ganzen Slopes hier am Berg erstmal setzen. Ja, ich bin damit unten angefangen, ganz klar, weil wir arbeiten uns immer von unten nach oben hoch. Natürlich werden hier nicht nur Slopes gesetzt, hin und wieder auch ein bisschen grün, aber halt ein bisschen weniger als ein bisschen näher an dem Tunnelportal. Ja, ich möchte es halt nicht überall gleich gestalten, so mein Ziel. Auf das heutige Vorher-Nachher-Bild, ja, da bin ich wirklich schon gespannt. Hier heißt es natürlich das gleiche wie auf der anderen Seite eben, Zaun wieder hin, Zaun wieder dran. Ja, und von hier aus sieht man es eigentlich ziemlich genau, diese kleine Rundung an dem Felsen entlang mit dem Grün. Und ich glaube, dadurch wirkt das Ganze halt nicht so abgestochen und so geradlinig. Ja komm, was soll's denn? Ich habe mir gerade gedacht, machst du dieses kleine Stückchen hier auch noch fertig, zumindest bis dahin, wo die Gleise enden. Und ich denke, damit soll es dann das für heute auch, denke ich, gewesen sein. Danach machen wir noch das Vorher-Nachher-Bild und so eine kleine Szenerie bauen wir natürlich hier auch noch ein. Das ist ganz klar.
Nun wird das Ganze an dieser Stelle noch mit 1x1 Slopes in Dark Blue Gray gemacht. Ja, an dieser Stelle hatte ich ja gesagt, tatsächlich mehr Felsen, weniger Grün und das werde ich hier definitiv auch einhalten. Wie gesagt, es soll nicht überall gleich aussehen. Bevor wir zum Vorher-Nachher-Bild kommen, fahre ich mal ein bisschen mit der Kamera hier entlang. Ich glaube, wir haben hier richtig klein und detailliert gearbeitet. Auch mit den Felsen haben wir hier einen guten Fortschritt hinbekommen, auf jeden Fall. Und ich denke, mit diesem Zaun, diesem ganzen Areal hier, mit der Kuhweide, gefällt mir das richtig gut heute. Wir haben heute echt so viel geschafft mit der Station, mit der Begrünung, mit dem Zaun. Das ist einfach sagenhaft. Also das war mindestens eine Baseplate-Größe, die wir heute bearbeitet haben. Plus noch, zudem sind wir ja ordentlich in die Höhe gegangen. Und jetzt aber schnell zum Vorher-Nachher-Bild. Das heutige Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Open Brick Source, dem Hersteller mit kompatiblen Bausteinen. Bevor ich heute das Video gestartet habe, sah die Geschichte so aus und so am Ende des Videos. Ich glaube, es ist eine ziemlich große Fläche hier bebaut worden und ich denke, so wollte ich das auch haben. Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr vom Baufortschritt und auch der Ausgestaltung hier im Flachland noch haltet. Ja, würde mich echt wahnsinnig interessieren. Ein kleines Verkehrsschild habe ich hier noch eingefügt. Gefährliche Kreuzung. Ich denke, das passt hier auch noch ganz gut hin. Und hier einmal dargestellt, wie die Kühe hier über die Gleise geleitet werden, wie ich mir das Ganze so vorgestellt habe. Ja, da hinten kommt schon der Zug. Hoffentlich gibt das kein Rindergulasch. Nun denn, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da. Verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Ja, und ich denke, wir machen uns an diese Stelle hier dran, werden die Gleise oben noch ein bisschen mehr einbinden, hier vielleicht noch ein bisschen mehr Felsen machen und bestimmt eine 16x32er Plate an diese Stelle machen, bevor wir natürlich dann hier oben irgendwann weitermachen. Also, ich würde sagen, bis nächsten Donnerstag, 18:30 Uhr. Also, bis dahin. Tschüss.